Firinda Patatesli Tavuk. Moin, mein Name ist Marc, das ist Dad's Barbecue, That's Barbecue. Und heute geht's mal wieder in die Türkei. Ich mache ein leckeres Ofengericht, was in der Türkei ziemlich häufig gegessen wird. Es ist mit Kartoffeln und Hähnchen und auf Türkisch heißt das Ganze Firinda Patatesli Tavuk. So oder so ähnlich. Also Tavuk ist auf jeden Fall Hähnchen und der Rest wird dann schon die Ofenkartoffel sein im Prinzip. Die Zubereitung ist denkbar einfach. Man braucht eine feuerfeste Schale, wo das Ganze zubereitet drin wird. Ich nehme nachher eine Konsistform von Ikea. Ihr könnt auch jede Auflaufform nehmen, die ihr zu Hause da habt. Im Vorfeld werde ich das Ganze einlegen, also marinieren, sowohl das Hähnchen als auch die Kartoffeln. Die Kartoffeln braucht man eigentlich nicht marinieren. Ich habe aber Lust, dass da ein bisschen mehr Geschmack an den Kartoffeln dran ist. Deswegen werde ich die gleiche Marinade, die ich jetzt auch für die Hähnchen nehme, einfach für die Kartoffeln mitnehmen. Im Rezept schreibe ich euch die Hälfte von der Marinade rein. Wenn ihr auch die Kartoffeln marinieren wollt, was ich euch empfehle, dann nehmt ihr auch wie ich die doppelte Menge von der Marinade. Im Vorfeld habe ich schon die Kartoffeln geschnitten, die habe ich geachtelt. Das ist eine Bio-Kartoffel, deswegen habe ich die Schale angelassen. Wenn ihr keine Bio-Kartoffel nehmt, natürlich Schale abmachen. Bio-Kartoffel einfach vorher waschen, bis der ganze Dreck ab ist und dann schneiden. Und dann werden wir mal die Marinade zusammen mischen. Achso, als Hähnchen nehme ich heute Unterschenkel. Ihr könnt aber auch alles andere nehmen, wozu ihr lustig seid. Ihr könnt auch eine Keule nehmen, die vielleicht ein bisschen durchschneiden, damit sie ein bisschen kleiner ist. Ihr könnt auch Brust nehmen, aber ich stehe mir immer auf die Keulensache, da ist ein bisschen mehr Fett drin. Das wird dann beim langen Zubereiten einfach nur saftiger. Also, bereiten wir die Marinade zu. Und für die Marinade brauchen wir gar nicht viele Zutaten. Wir brauchen einmal türkischen Joghurt oder einen griechischen Joghurt oder einen Joghurt, den ihr da habt. Den habe ich schon mal hier reingetan. Da kommt noch ein bisschen Olivenöl dazu. Thymian kommt dazu. Salz und Pfeffer. Und dann kommt hier diese türkische Paprikapaste hinzu. Wenn ihr die wirklich nicht da habt, dann nehmt ein bisschen Paprikapulver und ein bisschen Tomatenmark. Das geht auch. Und dann vermengen wir das Ganze einmal, bis die Paprikapaste und der Joghurt sich wirklich gut vermengt hat. So, und da ist schon die Marinade. So, wie gesagt, die Hälfte der Marinade gebe ich jetzt zu den Hähnchen dazu. Vielleicht auch ein bisschen mehr zum Hähnchen. Und die restliche Marinade gebe ich zu den Kartoffeln hinzu. So, und dann wird das Ganze wird beides noch einfach vermengt, damit alles schön marinieren kann und schön Geschmack annehmen kann. So, das war schon die Vorbereitung. Jetzt geht das Ganze für eine Stunde mindestens in den Kühlschrank, damit es schön marinieren kann. Wenn ihr Zeit habt, nehmt ihr 4 Stunden oder sogar über Nacht. Ich werde heute wieder mal 1 Stunde nur marinieren lassen und dann geht es schon weiter. So, die Marinierzeit ist vorbei. Ich habe alle Zutaten hier. Ich habe eine Konsistschale hier. Der Grill heizt vor, der soll so auf 200 Grad vorheizen. Indirekt, das heißt, ich habe links und rechts die Brenner an, in der Mitte habe ich es aus. Da habe ich noch den Topfdeckelhalter von Ikea drin. Da kommt die Konsistform drauf, damit es ein bisschen Abstand hat vom Grillrost und ich die Oberhitze gut nutzen kann. Also ich bin vorbereitet. Das heißt, wir werden jetzt mal die Konsistschale füllen. So, hier habe ich meine Konsistform. Die Konsistform lege ich jetzt erstmal aus mit Zwiebeln. Da habe ich Zwiebeln in Scheiben geschnitten. Die verhindert, dass so viel Hitze von unten dran kommt und dass mir dann alles verbrennt so ein bisschen. Und die Flüssigkeit sorgt dafür, dass alles noch ein bisschen besser zubereitet werden kann. Auf die Zwiebeln gebe ich jetzt die Kartoffeln. Verteile die gleichmäßig, damit sie gleichmäßig gar werden. Und auf die Kartoffeln kommen jetzt die Hähnchenteile drauf. Die restliche Marinade werfe ich natürlich nicht weg, die hebe ich auf und da machen wir jetzt unsere Soße draus. Das heißt, ich gebe jetzt zur restlichen Marinade Brühe. Ihr könnt aber auch Wasser nehmen, das ist schon genug Geschmack drin, aber ein bisschen mehr Geschmack, ein bisschen Brühegeschmack ist immer ganz geil, finde ich daran. Dann gebe ich Salz und Pfeffer hinzu, Kreuzkümmel, Knoblauch, Paprika und dann wird das Ganze aber vermengt. Ordentlich vermengen, bis das Tomatenmark sich vollständig aufgelöst hat. So, damit sind wir schon fast am Ende. Jetzt kommt noch ein bisschen fein geschnittene Tomaten dazu. In Ringe geschnittene Spitzpaprika. Ich gebe noch ein bisschen grüne Paprika oben drauf. Dann kommt natürlich unsere eben angerührte Soße dazu. Ja, dann ist es schon soweit. Jetzt geht es auf den Grill. Ich bin auch schon bei 200 Grad, das heißt auf. Da ist wie gesagt mein Topfdeckelhalter. Da gebe ich das Ganze jetzt vorsichtig drauf. Mache es zu und nach einer Stunde bis 75 Minuten ist es fertig. Ich werde einmal reingucken zwischendurch, ob noch genug Feuchtigkeit drin ist, ob ich was nachgeben muss. Die Kartoffeln können ruhig so ein bisschen knusprig werden. Ist also nicht schlimm, wenn zu wenig Feuchtigkeit eigentlich da ist, aber ich wollte trotzdem mal gucken, nicht, dass es mir verbrennt. Ja, das war schon die Vorbereitung. Jetzt warten wir noch aufs Essen. Bis gleich. Ja, und dann ist Zeit, wir schauen mal rein und schaut es euch an. Herrlich, ne? Ich kann es euch verraten, ich habe schon mal gemessen. Das Hähnchen hat 80 Grad am Knochen, das heißt, wir sind fertig. Da haben wir es.
Herrlich, ne? Man sieht sogar noch ein bisschen Restflüssigkeit, also war genug Flüssigkeit drin. Ich brauche nichts nachgeben. Damit es nicht so rot ist, natürlich noch ein bisschen Petersilie drüber. Und fertig ist es. Dann gebe ich mir mal was auf. Das heißt, ich nehme Hähnchen, ich nehme Kartoffeln und natürlich ein bisschen was von Gemüse. Und schaut, so lecker schaut das Ganze aus. Dazu gebe ich mir noch ein bisschen Joghurt drauf. Würze es noch ein bisschen nach mit Pulbiber. Und nehme mir natürlich eine von den Peperonis dazu. So, und bevor die Fliegen mich noch mehr nerven, werde ich jetzt mal einfach probieren. Guck mal, ob die Kartoffeln durch sind. Das ist immer das, womit man am meisten Probleme hat. Probieren wir mal. Schön würzig, Kartoffeln sind durch, perfekt. Und das Fleisch, und man sieht, es ist auch schön saftig. Richtig gut. Ein ganz einfaches türkisches Gericht. Einfach ein bisschen einlegen, in eine Schale geben, backen lassen, grillen lassen, je nachdem, was ihr für Möglichkeiten habt. Und ihr habt so ein leckeres Essen. Nur ein bisschen Bulgur dazu. Ihr seht, es ist nicht viel Aufwand, es geht schnell und es ist ein wirklich leckeres türkisches Gericht, was man sich mal eben kurz selber machen kann. Oder halt, wenn man Gäste erwartet, das zubereiten kann. Wirklich geil. Ja, das war's. Ich schreibe noch so ein bisschen Beilagen hin, was man dazu essen kann. Ins Rezept schaut mal ein Rezept vorbei. Und wo wir dabei sind, das Video ist vorbei. Und das heißt, das war's. Und das heißt für euch, ihr habt da das Rezept im Blog. Kostenloses Abo könnt ihr hier abschließen. Blog aktivieren, verpasst ja keine Videos mehr. Ein weiteres türkisches Video, noch ein türkisches Video. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt That's Barbecue, That's Barbecue. Bis dann, ciao.